Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ja, wir sind wieder crazy unterwegs. Bevor wir das Video starten, müssen wir schon noch kurz mal anstoßen, also bitte. Chin Chin. Prost, Prost. Warum? Weil wir 1000 Abonnenten feiern. Es ist unglaublich, aber es ist wirklich Zeit zum Feiern. Wir haben 1000 Abonnenten und freuen uns einfach riesig, dass ihr uns so super unterstützt und euch die Stadt auch so gut gefällt, wie sie uns gefällt. Das ist echt unglaublich. Ja, ich bin momentan direkt noch etwas sprachlos und aus dem Häuschen. Ist auch selten, dass Christoph sprachlos ist. Ich bin so gerührt, dass ich fast keine Stimme habe. Es ist in der Tat so. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr über euren Support, über all die netten Kommentare, die in Massen hereinfliegen, eure lieben Worte. Wir bekommen Nachrichten auf Facebook, wir bekommen Nachrichten auf Instagram, sogar Nachrichten auf Twitter. Also es ist wirklich unglaublich, was da passiert. Und natürlich auch ganz viele Kommentare auf YouTube. Ja. Für die wollen wir uns sehr herzlich bedanken. Wir hoffen, dass wir euch weiterhin so toll unterhalten können mit unserer kleinen Stadt hier. Und ja, ich finde einfach, die Klemmbaustein-Community auf YouTube ist fabelhaft. Natürlich genauso die auf Instagram. Snapchat haben wir noch nicht. Vielleicht sollten wir uns das auch noch ansehen. Und das ist auf jeden Fall eine ganz tolle Sache. Auch einen lieben Dank an die netten Leute bei Building Bricks for Happiness. Da haben wir auch sehr nette Leute kennengelernt, so wollte ich sagen. Genau, denn dadurch ist das ja eigentlich auch alles erst so richtig ins Rollen gekommen. Die haben uns wirklich inspiriert, dass wir da unsere Stadt so vorstellen. Vielen lieben Dank auch an dich, Mr. Mero. Auf jeden Fall. Du weißt, warum das so ist. Und ja, was machen wir heute eigentlich? Nebenbei neben den Feiern trinken wir ein Gläschen. Und ja, wir haben uns gedacht, euch interessiert vielleicht, den einen oder anderen interessiert das vielleicht so als kleines Spezial, wie das alles so angefangen hat mit unserer Lego-Stadt. Wir haben könnt ihr euch vorstellen, schon das ein oder andere Minütchen an Arbeit und auch Planung in dieses Layout hier hineingesteckt. Und wir haben mal in unserem Fotoarchiv gekramt und ein paar ganz nette alte Fotos herausgesucht. Manche sehr alte Fotos. Wobei wir beide natürlich nicht gealtert sind. Und wir sind auch, glaube ich, auf fast keinen Fotos drauf. Das sind vorrangig Fotos, wo nur die Lego-Stadt zu sehen ist. Jetzt verrat doch nicht so viel. Okay, na gut, ich verrate nichts. Ja, wie gesagt, nochmal herzlichen Dank an alle, dass ihr euch so gut mit unseren Videos angefreundet habt und mit uns natürlich auch. Wir freuen uns auf jeden Fall schon auf alles, was noch kommt. Und nun folgt ein kurzer Rückblick, wo wir euch sagen, wie das alles hier zustande gekommen ist. Genau, viel Spaß! Viel Spaß! Ja, liebe Freunde, wir starten mit einem Foto, welches aus dem Jahr 2002 stammt. Könnt ihr euch das vorstellen, mit meiner ersten Lego-Stadt in meinem damaligen Kinderzimmer. Auch damals sind schon 9-Volt-Züge gefahren. Ich hatte damals den Metroliner und diesen Güterzug, den roten. Stimmt, da sieht man rechts die Gleise. Und auch schon ein paar Sets, die auch sogar jetzt in der aktuellen Lego-Stadt stehen. Aber schon damals hatte ich den großen Traum, irgendwann mal eine große Lego-Stadt zu haben. Und ja, außer dem Bild ist da leider nicht mehr so viel übrig, aber ungefähr vor 10 Jahren habe ich am besagten Dachboden, wo wir auch jetzt eine Lego-Stadt haben, mal ein paar Platten unter so Unterstellböcke gestellt. Und habe dort dann damit begonnen, mal die großen Lego-Sets aufzustellen. Hier seht ihr schon sehr cool ein paar Modulars, ein paar Figuren, die hier wild durcheinander stehen. Aber damals sind noch die Figuren auf den kleinen Platten gestanden. Ich weiß nicht warum, das war irgendwie noch nicht so fertig. Hier gibt es auch schon Bahnhöfe und Gleise, sogar Bahnübergänge. Also da ist schon einiges aufgestellt gewesen. Süß. Es war wirklich sehr, sehr schön damals, schon die Lego-Stadt. Hier auch schon, wenn ihr seht, ein toller Zug, der Horizon Express, der hier über den Bahnübergang fährt. Und hier ist schon das ein oder andere Detail sogar eingebaut in der Stadt. Aber natürlich noch bei weitem nicht so viel wie jetzt. Das stimmt. Und auch etwas dunkler war es damals noch.
Ja, also ihr könnt euch ja noch erinnern an die Anfänge unserer neuen Lego-Stadt, die wie gesagt jetzt schon die 3. Lego-Stadt ist. Da waren ja auch auf der Decke nur Glühbirnen und ich kann mich erinnern, dass wir, glaube ich, auf dem alten Dachboden nur beim Eingang bei der Türe ein Licht hatten und das Fenster, welches das ja sehr klein am Tag etwas Licht spendet, aber es war eigentlich stockdunkel und ich glaube, die Fotos sind auch mit Blitz fotografiert. Hier haben wir noch einen kurzen Blick auf das Winterdorf. Oh, ein Mini-Winterdorf ohne Schnee. Wo der Schnee ja noch gar nicht gefallen ist. Wir haben damals noch viel weniger Grundplatten gehabt, als wir das jetzt haben. Aber ja, dann kam die Zeit des großen Umbaus. Wie gesagt, im Sommer 2019 haben wir den Dachboden umgebaut. Das Problem war, der Dachstuhl war nicht isoliert. Das heißt, es war im Sommer extrem heiß dort oben sehr. Und im Winter sehr kalt. Ja. Und es war natürlich auch das Problem, das Ganze hatte schon ein gewisses Dachboden-Feeling. Das heißt, es war ein wenig staubig dort. Es stand alles Mögliche an Krempel herum. Wir hatten noch alte Fliesen dort oben stehen, Ziegel, Holz, alles Mögliche, was ihr euch vorstellen könnt. Das heißt, wir haben dann mal gesagt, das Ganze ist nicht mehr Lego-würdig und haben damit begonnen, den Dachboden zu sanieren. Hier seht ihr noch ein paar Impressionen. Wahnsinn. Wir haben dann die Lego-Stadt immer schon mit einer Plane abgedeckt, damit wir sie nicht noch mehr schmutzig machen. Was natürlich auch ein Horror war, denn man musste die Plane so vorsichtig runtergeben und trotzdem ist dann immer wieder etwas kaputt gegangen. Leider, ja, das war eine Katastrophe. Hier seht ihr, glaube ich, das letzte Bild der Lego-Stadt, wie sie dann schon im teilsanierten Dachboden steht. Hier mit den ganzen Säcken voller, ja, keine Ahnung, was das eigentlich ist, Müll oder so. Und hier ist dann schon ausgemalt, also Wahnsinn. Es war wirklich eine große Baustelle, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Nein. Dann haben wir den Teppichboden reingegeben, hier sind die Tische der alten Stadt irgendwie nur mehr so an die Wand gerückt, damit wir mehr Platz zum Boden verlegen haben und das war dann der große Plan, nachdem die neue 3. Lego-Stadt aufgebaut werden sollte. Genau, bei dem ich bitte noch nicht wusste, wie groß die jetzt wirklich wird. Das kann sein und wie gesagt, wir haben mit der Zeit jetzt auch diverse Softwares kennengelernt, mit denen man Lego-Städte planen kann. Bei uns war das alles noch eher analog. Das war alles, was wir zum Thema Planung gehabt haben, ist auch eigentlich relativ ähnlich, als es jetzt aussieht. Ja, bloß der Vergnügungspark, der ist ja gar nicht an der Stelle. Der ist ja eigentlich neben dem Winterdorf. Das kann ich dir natürlich schon sagen, warum der dort hinten ist. Denn der Vergnügungspark hat solche Ausmaße angenommen, dass sich das alles überhaupt nicht mehr ausgegangen ist. Naja, gut. Aber sonst ist der Plan eigentlich sehr realitätsgetreu. Ja. Dann gehen wir weiter. Das war dann der große Tag. Wir hatten Unterstützung von der Familie, wo wir die Platten dann aufgebaut haben. Wahnsinn. Und auch natürlich in die Kisten reingeschaut haben. Also so leer war das Layout mal. Ja, und das sind ja noch nicht mal alle Tischplatten, die derzeit stehen. Hier. Genau, also wie ihr zum Beispiel auch auf diesem Foto erkennen könnt, das ist alles ein großes Tohuwabohu. Unglaublich. Und zum Beispiel das Winterdorf, glaube ich, wurde komplett abgebaut und auch rechts hinten gab es noch keine Platten, wo jetzt der Güterbahnhof steht. Und es gab gar nichts. Ja, ich stehe jetzt momentan gerade dort, wo jetzt der Strand ist. Den gab es auch noch nicht. Hier auf diesem Foto seht ihr schon einen gewissen Fortschritt. Ja. Wir haben dann die Modulargebäude schon so hingestellt, wie sie sein sollen. Das stimmt. Der Stadtplatz ist natürlich noch nicht fertig, Nein. aber wird schon langsam. Und auch hier sieht man diverse Fortschritte im Vergnügungspark. Und ich glaube, die Achterbahn steht zum Beispiel noch genau dort, wo sie jetzt auch steht. Ja, ich glaube auch. Aber auch deshalb, weil die ja so schwer ist und so schwierig zum Umstellen. Das stimmt natürlich. Steht die wohl noch hier. Und ihr seht auch hier sehr schön, was das für einen Wahnsinnsunterschied macht, wenn Bodenplatten drunter liegen. Ja. Also das ist ja wirklich wie Tag und Nacht, oder? Ja, dann kam der große Tag, wo wir Lampen montiert haben. Seitdem tun wir uns beim Bauen ein bisschen leichter, da wir besser sehen und ihr seht hoffentlich auch auf den Videos etwas besser. Ja, danke übrigens für den Tipp mit der Einstellung der Kamera. Denn was wir nicht gewusst haben, ist, dass bei LED-Lichtern das ja manchmal mit der Kamera da ein bisschen verzwickt sein kann.
Und das haben wir jetzt umgestellt und das funktioniert jetzt um einiges besser. Da mussten wir irgendwie die Bildrate runtersetzen. Da oder war so. irgendeine Frequenz von den LED-Lampen ähnlich wie die Bildwiederholungsrate der Kamera oder sowas. Wir kennen uns da nicht aus, das haben wir jetzt umgestellt und jetzt sind keine grauen Streifen mehr zu sehen. Genau. Dann hier, wir haben dann in einem späteren Update mal ein paar Platten ergänzt, wo wir dann auch den Hafenbereich vorgesehen haben. So hat das am ersten Tag ausgesehen. Wahnsinn. Hier sind wir hinten im Bereich, wo noch sich später auch viel verändert hat mit dem Bauernhof. Das Windrad ja ganz woanders noch. Und auch die Mine, die ist ja jetzt gänzlich verschoben worden, aber man sieht schon gewisse Grundzüge, zum Beispiel auch rechts hinten ist dann der Güterbahnhof neu dazugekommen. Das hat dann schon ganz nett ausgesehen. So, und jetzt zeigen wir euch noch ein Video, welches Rita aufgenommen hat von mir am ersten Tag nach der Stadtgründung sozusagen. Das ist alles mit einer Handykamera gefilmt. Wie gesagt, wir brauchen den Ton, der da aufgenommen wurde, der ist jetzt nicht so repräsentativ, aber wir wollten euch nur mal zeigen, wie die Stadt am ersten Abend ungefähr um Mitternacht ausgesehen hat. Das heißt, die Sets stehen alle noch irgendwo. Genau, das weiß ich noch, das war das Video, das ich gemacht habe für meine Eltern, weil sich die immer gefragt haben, ja, wie viel Lego hat jetzt Christoph? Und deswegen habe ich das mal ein bisschen abgefilmt und habe gesagt, das ist aber nur ein Bruchteil. Ja, wir mussten natürlich mal schauen, was überhaupt alles da ist. Es ist zu dem Zeitpunkt auch noch vieles in Kisten drin. Ihr seht noch Reminiszenzen an alte Stadtlayouts. Genau, der Quickie-Mart steht schon dort, wo er später auch sein sollte, aber es sind noch quer durch die Stadt irgendwelche alten Eisenbahnschienen verlegt worden. Hier die Brücke haben wir auch verschoben. Ja. Zum Teil sieht das alles noch fast so aus wie jetzt, aber zum Teil hat es sich komplett verändert. Also es ist total lustig zu sehen. Hier zum Beispiel die Mine, die ja später dann hier in den noch nicht existenten Schneeberg eingebaut wurde. Auch das alte Fischerhaus, die Fischerhütte, damals hat es ja noch gar keinen Strand gegeben. Also das hat alles noch anders ausgeschaut. Wir mussten ja auch mal die Tische erstmal abräumen und mal neu organisieren, wie wir das alles haben wollen. Ja, schon 2 Kräne vom Güterbahnhof, die hier stehen. Ein guter Orangensaft. Ein Orangensaft, Stärkung darf nie fehlen. Und ja, schon erste Anzeichen eines Winterdorfs. Das stimmt. Wie gesagt, der Schneeberg ist noch nicht integriert, genauso wenig wie die Piste. Die Skifahrer sind alle am Trockenen. Ei. Ja, wir hatten, wie gesagt, am Anfang ein wenig Unterstützung von der Familie. Da ist natürlich viel weitergegangen. Ohne die hätten wir das auch gar nicht so super geschafft. Nein. Und es wäre mal interessant, das wirklich mit einem aktuellen Video zu vergleichen. Denn ich glaube, obwohl wir hier im Winterdorf so viel umgebaut haben, ist noch viel am selben Platz. Ja, wobei wir das ja erweitern möchten. Deswegen ist natürlich auch jetzt ein bisschen ein Chaos. Also für die Winterdorf-Fans, es wird noch was gemacht. Es ist noch nicht so, wie es dann wirklich bleiben soll. Genau, wir werden uns auf jeden Fall noch umsehen um neue Platten. Die Baumärkte waren ja jetzt hier in Österreich lange zu, aber wir haben schon geschaut, wo wir die am besten herbekommen. Und ja, das zum Beispiel, dieses Motiv hat mir nie besonders gut gefallen, dass hier das Winterdorf aus ist, dann ein Zaun kommt und dann auf einmal der Campingplatz startet. Ja. Deswegen haben wir hier den Schneeberg gebaut. Das stimmt. Aber ja, hier ist, glaube ich, an diesem Platz genau jetzt auch dieses Jurassic Park Set. Das Karussell ist etwas weiter hinten. Ja, wir hatten noch fast keine Bodenplatten an diesem Tag. Das war wirklich problematisch. Das war ja dann auch das Problem, dass wir gesagt haben, okay, wir stellen jetzt noch nicht so viel auf, auch noch nicht so viele Figuren, denn wir hätten ja dann wieder alles abreißen müssen, wenn die Bodenplatten drunter kommen. Deswegen, wenn man selbst eine Stadt baut, auch eine super Idee, nicht nur einen Plan machen, sondern auch gleich sehr viele Bodenplatten besorgen. Ganz genau, weil wir mussten dann schon wieder ziemlich viel abbauen, aber die Freude war einfach so groß. Hier seht ihr zum Beispiel auch die beiden Häuser. Die noch nebeneinander gestanden sind. Deines ist jetzt woanders, damit hier die Zugstrecke besser Platz hat, aber das sieht schon wirklich sehr, sehr nett aus hier. Auf jeden Fall. Und ja, wir konnten es einfach nicht mehr zurückhalten. Die Freude war so groß, als wir dann endlich, ich kann mich erinnern, ich habe in der Nacht davor noch den Teppichboden fertig verlegt.
und war in der Hoffnung, dass bis zum nächsten Tag, wenn alle kommen, der ganze Kleber trocken sein wird. Und das war wirklich der Fall. Ja. Es war dann alles in Ordnung und wir hatten wirklich eine großartige Zeit und haben sie noch immer. Ja, zum Glück. Das wäre ja gelacht hier. Also ja, es ist wirklich sehr schön geworden. Hier seht ihr, wie das alles mal ausgesehen hat und auch teilweise noch aussieht. Wir haben aber zum Glück das ein oder andere Detail erweitert. Und ja, ihr seht ja in den aktuellen Videos, wie das momentan aussieht. Auf jeden Fall. Hier seht ihr mich nochmal herumstolzieren. Ja, so viel zu unserem Rückblick, oder? Ganz genau. Also, wir hoffen, dass euch der kleine Rückblick gefallen hat und vielleicht auch etwas erheitert hat und vielleicht auch inspiriert hat. Denn manche von euch haben ja gesagt, sie möchten vielleicht auch so eine ähnliche Stadt aufstellen. Wichtig ist, dass man einfach mal anfängt. Ihr seht, auch bei uns hat es am Anfang jetzt nicht so megamäßig ausgesehen, aber mit ein bisschen Arbeit bekommt man das hin. In dem Sinne, baut was Schönes. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in einem neuen Video von uns und wir freuen uns schon auf eure Kommentare. Genau, wir werden jetzt auch noch was bauen und wir sehen uns auf jeden Fall. Vielen Dank, liebe Freunde. Ui! Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.